Gratuliere ich zu der Erkenntnis, dass unser Rentenniveau viel zu niedrig ist. Zumindest darin sind wir uns einig. Doch statt das Problem grundlegend anzugehen, kommen Sie mit einem kleinkarierten Entwurf daher, der noch dazu vor Ungerechtigkeit strotzt. Denn Ihnen fällt nichts Besseres ein, als die gesamten Kosten für die Rentenstabilisierung auf unsere Jugend abzuwälzen. Sie kassieren höhere Rentenbeiträge von ihr. Das heißt, die Jüngeren zahlen mehr, senken aber gleichzeitig den Rentenzuschuss, ohne dass die Jüngeren höhere Renten erwarten dürfen. Hey Leute, willkommen zurück. Heute geht's richtig zur Sache und zwar mit der Debatte zur Rentenreform. Zuerst kommt Hubertus Heil. Ja genau, der Mann, der sich beim Bürgergeld um 10 Millionen verrechnet hat. Er will uns jetzt erklären, wie er die Rente stabilisieren will. Natürlich mit den üblichen Floskeln. Aber dann kommen Frau Schielke-Ziering und Gerrit Hui von der AfD und räumen ordentlich auf. Sie zeigen, wie die Bundesregierung Milliarden einfach verschwinden lassen, statt sie sinnvoll anzulegen. Das wollt ihr nicht verpassen. Bleibt dran, auf geht's. Wir leben zweifellos in stürmischen Zeiten und angesichts vieler Veränderungen, auch mancher Krisen, haben viele Menschen große Sorgen und suchen nach Sicherheit. Wir müssen heute hier deutlich sagen, dass der Staat, dass die Politik nicht alle Sicherheit geben kann im Leben. Aber bei den großen Fragen dieser Zeit, bei den großen Fragen, die Menschen sich stellen, ist es unsere Verantwortung als Bundesregierung, auch als Deutscher Bundestag, den Menschen Sicherheit zu geben. Und das betrifft vor allen Dingen auch die Sicherheit im Alter. Und genau das, meine Damen und Herren, tun wir mit dem Rentenpaket 2. Das Fundament der Alterssicherung in Deutschland ist und bleibt die gesetzliche Rente. Wir werden als Bundesregierung auch dafür sorgen, dass es mehr Betriebsrenten gibt. Der Gesetzentwurf ist auf dem Weg, vor allen Dingen damit Menschen mit geringem Einkommen auch eine betriebliche Altersvorsorge bekommen. Der Bundesfinanzminister wird auch vorschlagen, die private Altersvorsorge zu reformieren und zu stärken. Aber, meine Damen und Herren, für die meisten Menschen in diesem Land ist die wichtigste und für viele Menschen übrigens die einzige Absicherung im Alter die gesetzliche Rente. Das gilt besonders in Ostdeutschland. Und trotz aller Veränderungen und Umbrüche in den letzten Jahren und Jahrzehnten können und müssen wir feststellen, dass die gesetzliche Rente, das solidarische gesetzliche Rentenversicherungssystem die wichtigste Sicherheit im Alter gibt. Und genau das muss in Zukunft auch der Fall sein. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen sagen, für wen wir das machen. Denn in dieser Diskussion wird oft darüber gesprochen, dass der Jung gegen Alt ausgespielt wird. Genau das ist nicht unser Ansatz. Ja, es ist richtig. Es geht auch um die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner von heute. Es geht um den Respekt vor ihren Lebensleistungen. Es ist ganz klar, dass diese Menschen mit ihrer Arbeit nicht nur unser Land aufgebaut haben, die deutsche Einheit gestaltet haben. Sie haben Beiträge gezahlt und sie haben sich eine ordentliche Rente redlich verdient. Das ist kein Almosen des Staates, das ist das Ergebnis ihrer Lebensleistung. Und auch für diese Menschen machen wir diese Reform, meine Damen und Herren. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von heute, um die Menschen, die jeden Tag aufstehen und hart arbeiten. Es geht um die Sicherheit für die arbeitende Mitte. Es geht darum, dass, wenn sie heute arbeiten und Beiträge zahlen, sie am Ende ihres Erwerbslebens auch ordentlich abgesichert sind. Und ja, meine Damen und Herren, es geht auch um die junge Generation, die das Erwerbsleben noch vor sich hat, die jetzt den Staffelstab übernehmen wird, die reinklotzen wird. Das Grundversprechen, dass man nach einem Leben voller Arbeit im Alter ordentlich abgesichert ist, das gilt es jetzt für alle Generationen zu erneuern und nicht Generationen gegeneinander auszuspielen. Ich habe Ihnen gesagt, für wen wir das machen. Für alle Generationen, die sich im Alter auf dieses Versprechen verlassen müssen. Aber wir machen es auch mit sehr konkreten Maßnahmen. Und ich will kurz sagen, was Teil dieses Rentenpakets 2 ist. Es geht um 3 Elemente. Es geht darum, dass wir das Rentenniveau dauerhaft stabil halten, und zwar für alle Generationen. Es geht konkret bei dem Thema Rentenniveau darum, dass die Renten zukünftig weiterhin der Lohnentwicklung folgen. Wenn wir das übrigens nicht tun würden, dann sinkt die Kaufkraft der Rentnerinnen und Rentner gegenüber den Beschäftigten. Zu Deutsch, sie werden ärmer. Und das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Deshalb wird das Rentenniveau dauerhaft gesichert. Zweitens, wir treffen Zukunftsvorsorge. Wir legen mit dem Generationenkapital heute Geld vernünftig an,
um in den Zeiten, in denen die Demografie für das Rentenversicherungssystem besonders herausfordernd ist, und das ist die zweite Hälfte der 30er Jahre, dafür zu sorgen, dass wir Beitragsanstiege abdämpfen können. Das stabilisiert die gesetzliche Rente. Das haben wir in der Koalition vereinbart, und das ist ein vertretbarer und vernünftiger Weg, meine Damen und Herren. Und drittens, meine Damen und Herren, schaffen wir mit den Formulierungshilfen im Rahmen des Wachstumspakets, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, weitere Anreize für flexible Übergänge in den Ruhestand. Das ist mir wichtig, denn das Wort flexibel ist wichtig, wenn wir über Übergänge in den Ruhestand reden. Denn die Arbeits- und Lebensbiografien von Menschen sind sehr unterschiedlich. Ich möchte mich in diesem Zusammenhang mit einigen Alternativen auseinandersetzen, die da diskutiert werden. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen mit dem Rentenpaket 2 in der gesetzlichen Rente den Generationenvertrag, die solidarische Rente erneuern. Aber mir ist sehr bewusst, dass es in diesem Land auch politische Kräfte und Interessenvertreter gibt, die den solidarischen Rentenvertrag der gesetzlichen Rentenversicherung kündigen wollen. Die wollen, dass wir das Ganze privatisieren. Die wollen, dass wir die Lasten der Finanzierung der Rente einseitig auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abschieben. Die wollen, dass wir die gesetzliche Rente zugunsten von Finanzprodukten zurückdrängen. Das ist nicht der richtige Weg, und ich halte ihn auch nicht für verantwortlich. Und ich mache das auch klar am Beispiel dessen, was an Debatten los ist über das Thema Lebensarbeitszeit in Deutschland. Ich habe vor kurzem in Eisenhüttenstadt eine Frau getroffen, die arbeitet seit 1983 im Schichtdienst. Und die hat mich gefragt, ob es weiterhin dabei bleibt, dass sie, wenn sie 64 oder 65 Jahre alt ist, sie nach 45 oder über 45 Jahren Versicherungszahlungen abschlagsfrei in Rente gehen kann. Diese Frau hat früh angefangen zu arbeiten, mit 16, 17, ganz viele Menschen in Deutschland, die eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Und wenn die 45 Versicherungsjahre voll haben, dann soll es dabei bleiben, dass sie weiterhin mit 64 oder 65 abschlagsfrei in Rente gehen können. Es gibt welche, meine Damen und Herren, und ich gucke Richtung CDU, die diese Rente für langjährig Versicherte, es geht nicht um eine Rente mit 63, sondern die Rente für langjährig Versicherte abschaffen wollen. Wir werden diesen Weg nicht gehen. Es wären Rentenkürzungen für viele fleißige Menschen, wenn wir das abschaffen würden. Das werden wir nicht tun. Und die CDU hat das ein bisschen schwiemelig in ihrem Grundsatzprogramm ausgedrückt, dass sie die Regelaltersgrenze an die Lebenserwartung koppeln will. Ich übersetze das mal ins Deutsche. Sie wollen über 67 hinaus das gesetzliche Renteneintrittsalter erhöhen. Und da sage ich, das machen wir nicht mit. Wer will und kann, soll länger arbeiten. Und dafür werden wir auch finanzielle Anreize setzen mit den Formulierungshilfen. Aber eine Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters über 67 hinaus auf 68, 69, 70 ist wirklichkeitsfremd, weil viele Menschen in der Pflege, im Handwerk, im Handel, in vielen anderen Bereichen das nicht erreichen werden. Für die hieß es Abschläge und Rentenkürzung. Das ist nicht der richtige Weg. Flexible Übergänge ja, die Erhöhung des gesetzlichen Renteneintrittsalters nein, meine Damen und Herren. Und zum Schluss möchte ich einmal die Gelegenheit nutzen, mich ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen in der Koalition zu bedanken. Namentlich beim Bundeskanzler, aber auch beim Vizekanzler Habeck und ausdrücklich auch bei Christian Lindner. Denn dieses Rentenpaket 2 ist nicht die Federführung des Bundesarbeitsministeriums allein, sondern es ist das Bundesfinanzministerium und das Arbeitsministerium. Und ich sage, trotz einiger Debatten, die hier sind, wir haben eine gemeinsame Verantwortung, noch in dieser Legislaturperiode für das Alterssicherungssystem die Weichen weit über die heutige Zeit hinauszustellen, damit sich alle Generationen auf die Rente verlassen können, die Jüngeren, die Mittleren und auch die Älteren. Herzlichen Dank. Frau Präsidentin, liebe Kollegen, verehrte Bürger! Im Mittelalter war es üblich, dass man versuchte, die Kranken zu heilen, indem man ihnen literweise Blut abzapfte. Je kränker, desto mehr und öfter. Das ist den meisten nicht gut bekommen. Irgendwann wurde man klüger und hat das gelassen, Gott sei Dank. Nur die Bundesregierung meint heute noch, die gesetzliche Rente zu stabilisieren, indem sie einen Aderlass nach dem anderen vornimmt. Ich rede jetzt ausnahmsweise mal nicht von den versicherungsfremden Leistungen, sondern von der unrechtmäßigen und mehrfachen Kürzung der Bundeszuschüsse innerhalb von 3 Jahren und bis 2027
um insgesamt 10 Milliarden Euro. Diese abgezweigten Milliarden werden nicht investiert, zum Beispiel ins Generationenkapital, sondern sie sind einfach weg, in die Tiefen der Haushaltslöcher der Bundesregierung verschwunden. Geld, das der Rentenversicherung fehlt. Und deshalb führen diese Kürzungen dazu, dass sich die Rücklagen der Rentenversicherung noch viel früher leeren und dafür die Beiträge noch früher und weiter ansteigen als geplant. Die Deutsche Rentenversicherung Bund rechnet bis 2040 mit Beitragssätzen von 22,4%. Und es ist nicht gesagt, dass es dabei bleibt. Hauptgrund dafür ist die Haltelinie für das Rentenniveau, die von der SPD nur deshalb eingezogen wurde, damit die wackelige Konstruktion noch so lange hält, bis die Ampel Geschichte ist und eine neue Regierung die Scherben aufkehren darf. In dieser Lage also bastelt die Regierung an einem sogenannten Generationenkapital auf Pump an der Schuldenbremse vorbei und mit den entsprechenden Folgekosten. Der Bundesrechnungshof hat ausgerechnet, dass die Erträge aus diesem Generationenkapital ab 2039 eine Entlastung der Beiträge von sage und schreibe 0,4% bringen können, wenn überhaupt. Die Deutsche Rentenversicherung sorgt sich zu Recht darum, dass diese Erträge möglicherweise gar nicht kommen, sprich die Beitragszahler auch dafür zu Kasse gebeten werden. Mit einer echten kapitalgedeckten Säule zur Altersversorgung, wie es sie beispielsweise in Finnland, Kanada, Japan oder Schweden gibt, hat dieses Generationenkapital nichts zu tun. Ja, aber warum macht man es dann? Weil Herr Scholz das so beschlossen hat und Herr Lindner bisher nicht widerspricht, auch wenn das dem Kollegen Vogel nicht gefällt. Und genau das verstehe ich nicht. Sein Kollege Mordhaus sagte gerade ganz offen, Zitat, die SPD lügt Rentnern und Arbeitern ins Gesicht. Der Bundesrechnungshof drückt es etwas feiner aus und beziffert die Mehrausgaben für das Rentenpaket bis 2045 auf sage und schreibe 507 Milliarden Euro. Bezahlt von den Jüngeren und denen, die gerade erst geboren werden. Schon jetzt steht fest, dass diese Generation nicht im Ansatz noch das aus der Rentenkasse erhalten werden, was sie einzahlen dürfen. Irgendwo stand, dass die steigenden Beiträge für jeden Arbeitnehmer schon bald etwa einen Jahresurlaub ausmachen. Die Frage ist, ob sich diese Generationen dann überhaupt noch einen Urlaub leisten können. Das alles, liebe Kollegen, müsste nicht sein. Es ist möglich, das Rentensystem langfristig und klug zu stabilisieren. Und daher freue ich mich, heute unseren Antrag, die Rente unserer Kinder sichern, hier einzubringen, der genau das tut, die Rente langfristig zu sichern, und zwar ganz ohne neue Schulden. Möglich wird das durch einen zweckgebundenen Fondssparplan, bei dem der Staat für jedes hier geborene und dauerhaft hier lebende Kind deutscher Staatsangehörigkeit bis zum 18. Lebensjahr monatlich 100 Euro einzahlt. Das, was da zusammenkommt, soll dann bis zum Renteneintritt über eine Gemeinschaftsstiftung verwaltet werden. Durch die lange Laufzeit und den Zinseszinseffekt ist es möglich, mit sehr überschaubarem Einsatz ein echtes personengebundenes Vermögen anzusparen. Wir reden hier von insgesamt 21.600 Euro pro Kind, gestreckt, wie gesagt, über 18 Jahre. Das ergibt eine Rendite bei einer Rendite von 4%, rund 214.000 Euro. Liebe Kollegen, das ist ein Generationenkapital, sinnvoll, machbar und bezahlbar. Vielen Dank. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Zuschauer! Zunächst einmal gratuliere ich zu der Erkenntnis, dass unser Rentenniveau viel zu niedrig ist. Zumindest darin sind wir uns einig. Doch statt das Problem grundlegend anzugehen, kommen Sie mit einem kleinkarierten Entwurf daher, der noch dazu vor Ungerechtigkeit strotzt. Denn Ihnen fällt nichts Besseres ein, als die gesamten Kosten für die Rentenstabilisierung auf unsere Jugend abzuwälzen. Sie kassieren höhere Rentenbeiträge von ihr. Das heißt, die Jüngeren zahlen mehr, senken aber gleichzeitig den Rentenzuschuss, ohne dass die Jüngeren höhere Renten erwarten dürfen. Dabei denkt der Rentenzuschuss schon jetzt weniger als 2/3 der versicherungsfremden Leistung. Da ist die Fixierung auf magere 48% kein Trost. Es ist schlicht nicht fair, den Sozialhaushalt damit zu sanieren, dass Sie Beitragszahler und Rentner für die Fehler ihrer Einwanderungspolitik zahlen lassen. Leider drücken Sie mit diesem Trick auch die bisher ordentliche Verzinsung der Rentenbeiträge herab. Das wird vermutlich zu einer Reduzierung der freiwilligen Einzahlungen führen. Sie tun also Rentnern und Beitragszahlern Unrecht und haben am Ende doch nicht viel mehr Geld in der Kasse. Das ist doch unsinnig.
Gleiche machen Sie leider auch in der Arbeitslosenversicherung, die jetzt die Weiterbildungskosten für nicht versicherte Bürgergeldempfänger zahlen soll. Und in der Krankenversicherung sieht es auch nicht besser aus. Hier übernehmen die Beitragszahler rund 2/3 der Krankenkosten für Bürgergeldempfänger, die eigentlich der Staat tragen müsste. Minister Heil, woher nimmt sich diese Regierung eigentlich das Recht dazu? Sie bürden mit diesem Trick den sozialversicherungspflichtigen Bürgern Kosten für Millionen von Bürgergeldempfängern auf und damit auch für ihre verfehlte Einwanderungspolitik. Besonders Gutverdienende lassen Sie dabei aus, denn die sind in der Regel privat krankenversichert, zahlen also nicht für die Kassenbeiträge der Bürgergeldempfänger. Zeichnet das eine angeblich soziale Partei aus? Eine Partei, die mit Respekt wirbt? Wenn Sie die Rente sanieren wollen, erhöhen Sie besser die Zahl der Beitragszahler, indem Sie zum Beispiel Selbstständige aufnehmen und nicht mehr so viele Menschen in das Beamtentum überführen. Und indem Sie deutschen Bürgern den Weg in die Elternschaft erleichtern, zum Beispiel mit einer Willkommensprämie für Babys oder mit unserem Junior-Spardepot. Und was mindestens genauso wichtig ist, befehlen Sie unsere Wirtschaft endlich wieder kostendeckend zu produzieren. Das würde unser Land wieder auf einen Wachstums- und Zuversichtskurs bringen. Wer nämlich keine Zuversicht hat, der setzt auch keine Babys in die Welt. Schauen Sie halt einfach mal ins Rentenkonzept der AfD. Da lesen Sie dann, wie Sie unsere Rente tatsächlich langfristig stabilisieren können. Vielen Dank.